Rahmen tauschen, also alle Teile vom alten runter aufs neue wieder rauf. Aber da müssen wir auch noch ein bisschen was machen, Ja. fit machen. Dann ein bisschen übliche Wartung. Ja, Haufen Arbeit. Ja, und wie machen wir das? Ja, da gab es doch die zwei, die mit ihrem Fahrrad, danke, von Deutschland irgendwie nach Japan gefahren sind, glaube ich. Ich will mal gucken, wie die das gemacht haben. Schauen wir mal. Ich glaube, da läuft sogar. Ja, stimmt. Ha! Willkommen zu unserem neuesten Video. Wir haben jetzt quasi eine Pause eingelegt. Wir waren jetzt 6 Monate lang unterwegs. Über 5000 Kilometer sind wir geradelt. Und jetzt fallen dann natürlich auch ein paar Reparaturen an und Wartungsarbeiten. Und dann nutzen wir hier die Zeit für unseren Zwischenstopp. Und machen unsere Räder wieder fit. Ja, und jetzt sind wir hier gerade in Gaustadt. Das ist ein Stadtteil von Bamberg. Und wir dürfen wirklich, und das ist richtig cool, richtig klasse, diese geile Werkstatt benutzen. Das ist die TSG hier, Trink und Schraub Gaustadt. Vielen, vielen herzlichen lieben Dank nochmal für eure Unterstützung und für alles. Tada! So, heute schauen wir ein bisschen an unseren Reisefahrrädern. Das ist meins, das Orange, das ist von Böttcher. Daniel hat auch eins von Böttcher, das zeigen wir dann später. Ja, was machen wir heute? Die Schutzbleche weiter raus, weil sich gezeigt hat, dass der Schlamm sich zu stark sammelt. Wir sind schon ziemlich weit draußen, aber es geht noch was. Einstellen. Vorderradlichtlösung machen, ändern. Wir haben andere Lichter, die da besser reinpassen. Kette reinigen. Ritzelverschleißprüfung. Und ein paar Feinheiten noch einstellen. Je nachdem, wie weit wir kommen, schauen wir einfach mal. Cool, okay. Ja. Jetzt fangen wir an. Genau, das war eine marokkanische Konstruktion da. Wir mussten die schützen. Das Einzige, was ich übrig hatte, waren die Klarsichtfolie und was anderes war nicht da. Sowas wie Stromschläuche, vergiss es. So, weil der alte Scheinwerfer, den wir werkseitig dabei hatten, das ist ein Luxus von Busch und Müller. Leider nicht hier in unseren neuen Gepäckträger vorne reinpasst. Da hat uns Busch und Müller einen neuen geschickt, was ich sehr freundlich finde, in runder Bauform. Und den versuchen wir jetzt da rein zu friemeln. In der Zwischenzeit schaue ich, dass ich den J-Glider da hinten mal runterbaue und wir uns mal den Zustand der Kette und der Ritzel anschauen. Schaut ganz gut aus. Man sieht leichte, ganz leichte Abnutzungen hier auf dieser Seite. Aber wirklich nur ganz marginal. Gut, das pusten wir sie mal aus. Das ist der Süßensan weg. Einmal Sahara bitte. Um diesen Scheinwerfer hier hineinzubekommen, müssen wir dieses Teil verbiegen, dass wir genau von hier an den Scheinwerfer kommen. Einmal die Felgen abreiben, um den Abrieb runterzukriegen. Dann schauen wir danach mal, wie sehr sie gelitten haben oder wie sehr sie nicht gelitten haben. So, wir machen jetzt gerade bei meinem Rohlaufrad einen Ölwechsel. Wir haben gestern dafür schon das Spülöl eingeführt. Man sollte normalerweise nach 5000 Kilometern oder eben einem Jahr immer einen Ölwechsel machen bei der Rohloff Speedhop. Jetzt bin ich gestern ein bisschen damit rumgefahren. Jetzt tauschen wir heute das Spülöl quasi durch neues Öl.
Jetzt lassen wir das 15 Minuten lang so stehen, warten, bis sich das Öl unten sammelt an der Spritze und dann ziehen wir es ab. Und danach kommt das neue Öl rein. Viertelstunde, genau richtig. Für ein Tier. Währenddem das Öl jetzt noch ein bisschen abfließt, widmen wir uns meiner Kette. Und zwar sagt man ja so, dass die normale Lebensdauer der Kette ungefähr 2000 bis 5000 Kilometer hält. Danach sollte man sie wechseln. KMC, der Fahrradkettenhersteller, ist da auf uns zugekommen und hat gesagt, hey, wir haben da eine neue Kette entwickelt, die ist extra für E-Bike-Fahrer und sehr langlebig. Also die hält bis zu 10.000 Kilometer. Dann habe ich gesagt, super. Die passt eigentlich genau perfekt für uns, die probieren wir doch mal aus. Ich habe ja erwähnt, die ist für E-Bike-Fahrer speziell, die können wir aber natürlich genauso fahren. Wir haben kein E-Bike, obwohl uns öfter mal die Leute darauf ansprechen. Nein, wir sind ganz normal ohne E-Bike mit ganz normalem Fahrrad unterwegs. Und diese Kette passt auch für unsere Fahrverhältnisse. Die neue Kette müssen wir jetzt an die alte anpassen. Dafür haben wir sie jetzt mal der Länge nach verglichen. Das ist der Überstand, der wird jetzt entsprechend, dieses Glied ist es hier, da müssen wir ran. Jetzt ausgetrieben. Genau, den Bolzen aus der Kette treiben. Der auf der anderen Seite wieder rauskommt. So, und wir sind durch. Dann haben wir hier auch ein Kettenblatt jeder bekommen. Mit 42 Zähnen. Für vorne und für hinten. Mit 16 Zähnen. Das bauen wir jetzt mal ein. Als erstes steckt man den, das ist das schwarze hier, das ist der Ritzelabzieher von Rohloff, draufstecken, dann die Hutmutter von der werkseitigen Auslieferung einfach mit drauf. Und dann brauchen wir eine Kettenpeitsche. Ja. Mit der Kettenpeitsche halten und ruckartig losdrehen. Und damit ist es locker. Mittlerweile ist das Ritzel runter. Auch der Ring. Jetzt kommt das Neue. Alles mal ein wenig reinigen. Da empfiehlt sich Diesel ganz gut, weil es kein Gummi frisst, aber trotzdem gut entfettet und eine ganz gute Reinigungswirkung hat. Tada! Das ist das neue 16-Zahn-Ritzel. Sogar schwarz. Schaut gut aus. Also wie gesagt, das ist ein E-Bike-Ritzel. Bin mal gespannt, wie die sich bei uns machen. Ist drauf. Jetzt kommt der Sprengring. Okay. Neues Ritzel. AMC. Und der kommt jetzt hier drauf mit ein bisschen Fett. Wir haben jetzt ein kleines Problem und zwar können wir das Ritzel nicht anziehen, weil die Kettenpeitsche nicht drauf passt, weil das Ritzel dicker ist als das vorherige. Jetzt versuchen wir eine andere Lösung und zwar haben wir noch einen Rest von der neuen Kette, die quasi jetzt lang ist, haben wir ja abgemacht und versucht der Daniel gerade hier das zu verbinden. Ist auch nicht gerade einfach. Schrecklich. Das ist so Krämpfe in den Fingern. Das geht ja schon ein paar Minuten so. Also selbstgebaute Kettenpeitsche besteht aus einem Rest neuer Kette, einem Ring und einem Schraubenzieher. Ja, jetzt drehen wir es mal fest und dann ziehen wir es einmal ruckartig an. Du fährst in diese Richtung, das ist der Rollabrieb. Das heißt, hier, in diese Richtung zieht auch deine Kette. Das heißt, im Endeffekt zieht sich das Ritzel permanent von selber fest. Im Folgenden werden wir das alte Kettenblatt entfernen und gegen ein neues
von KMC, auch mit 42 Zähnen, austauschen. Neues Kettenblatt mit 42 Zähnen ist drauf. Hier. Ist auch ein bisschen dicker als das andere, haben wir festgestellt, aber es liegt auch daran, dass die Kette ein bisschen stabiler ist als die vorherige. Kettenschloss zu. Auf die Zange bitte. So, Melli ist in Leere. Jetzt kommt die Abfrage. Wo ist der Spider? Ja, da drin ist so aussieht wie die Spinne halt. Die Spinne, ne? Wo ist die Roller? Ah. Ich krieg noch eine Sirene dran, weil wir festgestellt haben, dass wir manchmal im Verkehr untergehen und dann ist es ganz hilfreich, wenn man so eine ganz laute, hupende Sirene hat. Das ist die alte Sirene vom Daniel, die kriege ich jetzt dran. Für die Sirene müssen wir ja natürlich noch einen Schalter dran bauen. Das heißt, wir haben jetzt hier Ausschussware, das war Müll, das haben wir jetzt rausgefischt und verwenden das auf unsere Art und Weise wieder. Ist ja nicht so, als wären wir nicht kreativ. Das heißt, hier An- und Ausknopf, das sägen wir hier noch ein bisschen ab, weil wir brauchen natürlich nicht das ganze Gehäuse. Ja, und dann kommt's hier oben dran, machen wir fest und verlegen dann die Kabel hier. Und die Sirene kommt halt dann hier vorne dran, wie beim Daniel auch. Und dann kann ich ganz easy von hier oben während dem Fahren die Sirene ein- und ausschalten. Die Lötstation ist eingerichtet. Jetzt hier den Schalter, jetzt machen wir beide Seiten fest. Lötgerät hier aus der Werkstatt. Erstmal ein wenig anwärmen, Cable. Und dann ein bisschen Lötzinn drauf. Schwupps die Hups. Das passt fest. Nachdem wir budgetmäßig nicht so super ausgestellt sind, bauen wir jetzt unsere Schalter einfach selber. Viel cooler. Alles zusammengetüttelt. Wir fahren jetzt von hier da rauf, Kabelschuhe, da durch, da hoch zum Schalter. Der selbstgebaute, der noch festgemacht wird. Vom Schalter da runter. Da dann, gib ihm. Bereit? Jo. Super, funktioniert. Genau, und nach dem Crash ist auch repariert, die Melli gerade gemacht mit. Das ist übrigens von Busch und Müller die Verpackung vor dem Licht. Wir stehen gucken, ein. dass wir alles wiederverwenden Genau. und irgendwie hernehmen können. Für Nachnutzung. Sehr gut.
die Bremse. Also passt, hält. So, Extension reingebaut hier, damit der Dreck nicht immer hierhin klatscht und gegen die Packtasche, die da vorne ist. Und ein ganz netter Nebeneffekt, wie wir festgestellt haben, ist, es hält auch noch einen Abstandshalter für die Sirene. Atmungsgerät. Dani ist sauer. Ich nehme es mit Humor. Ich muss jetzt wahrscheinlich wieder ran. Ja. Ist gerade richtig doof gelaufen. Die Schraube ist erst abgebrochen. Wir haben jetzt bestimmt, glaube ich, 2,5 Stunden eingebüßt. You like our work? Become a patron and get your hands on exclusive Patron-only content. Now on patreon.com/vagabondsworld.